Hallo, ich bin der Oliver, mache seit vielen Jahren elektronische Musik, bin unter dem Künstlernamen Insect.O unterwegs, seit Mitte der 90er Jahre mittlerweile, betreibe das Label HV Records seit 1998, bin Gründungsmitglied auch vom Dave Festival und vom Dave e.V., bin dort hauptsächlich mittlerweile so für die Workshops zuständig, also was so Musikproduktion angeht, und organisiere auch die DaveCon, das ist Konferenz für Clubkultur und Musikwirtschaft. Wie würde ich meine Musik beschreiben? Das ist eine gute Frage, manchmal auch etwas schwierig zu beantworten, wenn man sich so selber versucht zu reflektieren. Meine Musik ist auf jeden Fall inspiriert und beeinflusst von Dub-Techno aus den 90er Jahren. Aber es ist nicht unbedingt Dub-Techno in seiner Reinstform oder in seiner Ursprungsform. Da sind schon auch teilweise eher technoidere Klänge dabei. Ich mag es aber auch sehr, mich an meinem Modularsystem zum Beispiel so mit Ambient-Sachen zu beschäftigen. Versuche auch öfters so Field Recordings mit einzubauen. Und ich selber würde das eher so als Music for Traveling bezeichnen. Das war ja auch die Inspiration zu meinem Album Atacama. Musik zum Reisen, die man sich anhören kann, die man aber auch im Club hören kann, wozu man auch tanzen kann. Ja, wie fing das für mich an mit der Techno-Musik in den 90er Jahren? Das war natürlich damals Jugendparty DT64, Partyzone live aus Kassel. Und dann bin ich 1991, denke ich war's, bin ich in die Villa Kunterbund rübergegangen. Das ist das ehemalige Pionierhaus, da wo meine Eltern gewohnt haben, einmal quer über die Straße, da war montags immer Disco. Da bin ich damals mit einem Freund hingegangen, mit einem Kumpel, Daniel Dickert. Und ja, da waren zwei ziemlich coole Typen, die da Musik gemacht haben und aufgelegt haben. Das eine war der Fabian Schneider und das andere war der Alex, aka Cutting Edge. Wir haben uns dann so angefreundet und haben dann halt angefangen, da die Partys zusammen zu organisieren. Haben dann auch 1992 unsere erste Techno-Party da veranstaltet und haben dann irgendwie einfach Kassetten von Jugendradio 64 da aufgelegt. Und der Alex ist dann nach Frankfurt gezogen und hat uns dann mit H3 Clubnight versorgt. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Da hat man irgendwann die Schicht entdeckt, also das Magazin für Techno-Musik hier aus Dresden in den 90ern ist irgendwann ins Jahr aufgefahren zum Plattenkaufen. Und dann war es 1996 ungefähr, dass ein Freund von uns, der Ronald Aquinas, meinte, er hätte da ein super Haus entdeckt, da könnte man toll Partys machen, so wie das halt immer war in den wilden 90ern. Das ist halt irgendwie, wenn man Glück hatte, hat man irgendwo halt ein cooles Haus entdeckt und hat dann sich gedacht, okay, dann machen wir hier Partys, bringen wir eine Anlage mit, zwei Plattenspieler, ein Notstromagregat, und so ähnlich ging das dann auch 96 los mit der Flugzeugwerft. In Dresden-Klotsche, ein relativ cooles Haus, relativ großes Haus. Wir haben dann bis 1998 relativ viele Partys gemacht, so 12, 13 Partys ungefähr. Hatten auch relativ viel internationales Publikum da, also internationale Künstler da. Da war zum Beispiel Techno Animal aus UK waren da und die standen dann halt früh um 6 im kleinen Floor und haben dann so gefeiert, wollten die ins Hotel, weil sie einfach die Musik von Tiny und Spunky so großartig fanden und sich da wohl gefühlt haben. Daniel Bell war da, Heiko Laux war da, Future 303 waren da. Ja, und 1998 ging das ja dann alles so langsam zu Ende mit dem Wilden Osten hier in Dresden. Mit den Techno-Partys und so mussten wir dann eben auch raus. Und für mich war die Flugzeugwerft so der Ort, der erste größere Ort, der erste größere Location, wo ich selber meine Musik mal präsentieren konnte, wo ich auch live gespielt habe. Und für mich war halt so die Frage, okay, wie kann es jetzt auch für mich weitergehen? Und so war dann einfach die Idee, man könnte ja mal eine Schallplatte pressen. So ist damals eigentlich dann die Flugzeugwerft entstanden.
Und natürlich braucht man dann auch irgendwie einen Namen fürs Label und dann hat damals der Fabian, der da mit dabei war an der Flugzeugwerft, kam irgendwie auf die Idee, dass so Etui Records ja ganz cool klingt. Etui auch ja im Sinne von Hülle, also als Hülle für gute Musik sozusagen. Und so ist dann 98 die erste Etui erschienen, als Flugzeugwerft-EP. Und war erstmal nur dafür gedacht, so meine eigene Musik zu veröffentlichen. Dann ging das so langsam, slowly voran. Damals ja die erste Platte wurde noch in Tschechland gepresst, im Eigenvertrieb vertickt. Und dann kam ein Jahr später, 2 Jahre später, kam dann die nächste wieder von mir. Die ist dann schon zu Compact gegangen, auch nach Köln. Und das war dann so der Einstieg, wo ich dann auch mit anderen Künstlern angefangen habe zusammenzuarbeiten, damals noch mit dem Proton. Für die Etui 3. Dann habe ich irgendwann so einen Notchiste kennengelernt. Wir haben festgestellt, na Mensch, wir haben am selben Tag Geburtstag, haben auch ähnlich musikalische Vorlieben so, zu der Zeit. Das war dann so Mitte der 2000er ungefähr. Und haben dann gesagt, okay, dann lass uns mal Musik zusammen machen und haben dann das Label eine Zeit lang zusammen weitergeführt. Haben dann auch mit tollen Dresdner Künstlern zusammengearbeitet. Die erste Platte, die erste Schallplatte von Electronic veröffentlicht. Mit dem Snachi und mit dem Ganja haben wir zusammengearbeitet. Genau, und dann kam so das Jahr 2010, wo die Vinylverkäufe doch sehr stark eingebrochen sind. Sie waren zu dem Zeitpunkt so bei einer Auflage so von 1000 Stück, war damals für uns auf jeden Fall machbar, die zu verkaufen. Und 2010 ist irgendwie alles eingebrochen. Und da war so ein bisschen klar, also unklar auch, so wie es musikalisch alles weitergehen soll mit dem Label. Ob wir vielleicht selber noch, also beide noch gemeinsam dieselben Vorstellungen haben, musikalisch und haben uns dann aber entschieden, diese GBR dann quasi damals aufzulösen. Der Stefan, also so ein Notchiste, hatte dann bei Uncanny Valley seine musikalische Homebase gefunden, also seine neue musikalische Homebase. Ich habe mich dann entschieden, das Label dann alleine weiterzuführen und habe dann 2010, 2011 wieder eine ganze Menge neue Leute kennengelernt und mich eigentlich auch so ein bisschen musikalisch auf meine Roots aus den 90ern wieder besonnen, also eben doch zu diesem Stab-Techno-Sound. Die erste Vinylplatte von der neuen Reihe ist damals erschienen von Jens Thomas, alias Monomut, den auch wieder der Fabian Schneider von mir vermittelt hat sozusagen. Und ja, dann ist 2011, 2012 ging das dann auch alles so mit. Früher gab es noch MySpace, wer das vielleicht noch kennt, das war so die Künstlerplattform für Social Media Plattform. Und dann ging irgendwie Facebook los und dann hat sich die Welt immer mehr vernetzt und natürlich auch im musikalischen Bereich. Und ich habe dann eine ganze Menge Künstler von außerhalb kennengelernt, mit denen ich dann eben auch für das Label zusammengearbeitet habe, also zum Beispiel Echo Inspectors aus Australien oder El Shop aus London, Alessandro Cremier aus der Schweiz, Van Bonn aus Dänemark. Genau, und so ging dann quasi die neue Vinyl-Serie los mit fokussierteren Dub-Techno-Sound, farbischen Vinyl. Das gibt es nach wie vor noch. Ja, das ist jetzt hier so meine Synthesizer-Ecke. Also wir haben das hier im Studio so aufgeteilt. Auf der linken Seite ist mein Equipment, auf der rechten Seite ist das von Daniel. Und ja, fast ganz links hier ist der Moog D-Fam. So mein Desert Island Synth würde ich sagen. Also das ist auf jeden Fall endlos fun. Ist ein analoger Drum-Computer oder analoger Drum-Synthesizer, der super cool zu bedienen ist. Und dann haben wir jetzt hier so das Modularsystem, was alle möglichen Sounds erzeugen kann, von melodiösen Sachen bis die typischen Modular-Klicks und Cuts. Wir haben so ein paar Effekte hier eingebaut, wie so ein Tape-Delay zum Beispiel. Und dann hier so schön manuell noch bedienen kann. Und dann hier so ein paar Feedbacks noch erzeugen kann. Und genau. So. Ja, und dieser Moog D-Fam ist halt so endlose Inspirationsquelle. Also man kann den irgendwie anschalten und dann fängt man halt hier so dezent an, hier so ein bisschen an den Knöpfen rumzudrehen.
Und dann macht man so hier eine ganze Weile und auf einmal guckt man auf die Uhr und stellt fest, oh, ist ja gerade irgendwie eine Stunde rum. Genau. Für mich ist halt eben so das ganze Modularsystem halt ja eine große Inspirationsquelle, weil das einem völlig die Freiheit lässt und das typische Musikmachen einfach völlig aufbricht. Man eben jetzt hier nicht anfängt wie im Ableton oder im Logic mit der Maus alles hin und her zu schieben, sondern hier völlig frei seine Rhythmen kreieren kann und seine Töne und seine Melodien und seine Sounds und verändern kann. Manchmal ist es aber eben auch genau kontraproduktiv sozusagen. Dann gehe ich dann doch gerne auch mal wieder zurück auf meine anderen Geräte, die wir hier noch so haben. Das Analog Riffen von Elektron, analoger Drumcomputer mit dem typischen Grid, wie man es halt kennt vom Drumcomputer. Wird hier alles analog erzeugt, kann es irgendwie editieren und speichern und der hat auch so noch ein paar extra Gimmicks im Sequencer eingebaut, wo man dann einfach Sachen auf Zufall quasi abrufen kann. Also dass bestimmte Drum-Sounds auf Zufall erzeugt werden, Zufallsbasis im Rhythmus. Dann haben wir hier den Analog 4, auch ein analoger Synthesizer von Elektron. Den nehme ich halt gerne auch mal so für Chords. Man kann auch so einen super coolen Shaker mit dem machen, indem man hier den Noise Generator, den eingebauten, da mit seiner Envelope irgendwie feintuned und dann so mit Filter moduliert. Genau, dann haben wir hier, geht's weiter hier mit meinen Soundkarten. Da habe ich zum einen hier die RME Fireface. Und das Schöne eben am RME ist, dass man eben hier diesen Analyzer mit dabei hat. Den RME Analyzer, der misst quasi die Frequenzen am Ausgang von der Soundkarte in Echtzeit. Also man hat jetzt hier kein Delay zwischen dem, was man hört und was man sieht, sondern es ist halt wirklich on time. Und es macht halt relativ einfach dann auch bestimmte Sachen zu analysieren oder zu identifizieren halt so, weil es eben das, was man sieht, das hört man eben auch. Genau. Dann haben wir hier noch eine Soundkarte von UAD, von Universal Audio. Die habe ich mir auch geholt, um einfach noch eine mobile Soundkarte zu haben, wenn ich jetzt zum Beispiel mal zum Workshop fahre, um das aufzunehmen. Oder auch für zu Hause, weil ich eben nie jeden Tag ins Studio kann, sondern es ist ja mal im Wochenrhythmus mich mit Daniel da reinteile. Und so kann ich einfach die Soundkarte nehmen und zu Hause weiterarbeiten. Und die UAD-Soundkarte, die hostet auch so Plugins. Ist auch sehr bekannt dafür für gute Plugin-Emulation von analogen Equalizern oder analogen Kompressoren, die ich mittlerweile als Standard für mich nutze. Dann haben wir hier den Elektron Digiton, ist ein FM-Synthesizer, mit dem mache ich gerne auch mal so Drones und so schräge Sounds. Und dann haben wir hier den Prophet 6 von Sequential. Und das ist eigentlich mein zweiter Desert Island Synthesizer, für gerade was so Chords anbelangt. Also halt legendärer Sound und die Filter halt relativ legendär von Sequential. Und der macht halt so einen chemischen Sound, der Filter mit seiner Resonanz, und der eignet sich halt wunderbar, um Chords zu machen. Klingt auf jeden Fall wie eine Techno-Maschine dann, wie man es halt kennt von diversen Lieblingsplatten. Aber hat eben auch einen Noise Generator dabei, halt so variable Wellenformen, die man eben hier auch live bedienen kann. Und das Schöne an dem ist vor allem, dass halt alles hands-on ist, also jetzt nicht so versteckt in irgendwelchen Menüs. Und man kann das Ding auch einfach anschalten, spielt seine Chords ein ins Logic und dann nimmt man einfach mal ja so 10 Minuten Session auf und bewegt halt irgendwie alle Knöpfe und verändert den Sound live. Und das klingt auf jeden Fall für mich halt viel lebendiger, als jetzt in der DAW die Kurven zu zeichnen, die Filtermodulation und so weiter. Genau. Und dann haben wir jetzt hier noch so ein kleines 500er Rack, da ist nochmal ein analoger Buskompressor und 2 Emulatoren von Neve. Die sind halt so für mich so für die Summenbearbeitung, um einfach den Klang insgesamt nochmal so zu formen, nach
so wie ich es gern mag, nochmal so ein bisschen Biss reinzubringen und alles so ein bisschen so zusammenzukleben, sagt man, so dass die einzelnen Elemente nicht mehr wie einzelne Elemente klingen, sondern der Sound insgesamt halt wie ein fertiger Track klingt sozusagen. Ja. Und das Ganze nehme ich dann hier in Logic auf, gern dann auch als Mehrspur-Audio mit 10, 12 Kanälen und habe dann aber auch in Logic noch die Möglichkeit, zum einen eben mit den UAD-Plugins die Sounds noch ein bisschen zu verändern, noch ein bisschen zu manipulieren, auch mit Effekten, und nutze aber auch VST-Plugins für Drums, nutze ich ganz oft die Battery von Native Instruments, relativ simpler Sample Player, und dann von Arturia den Pigments Wavetable Oszillator, der macht ziemlich coole Bässe auch. Das finde ich eben schon so Bässe, gerade weil damit sie auch wirklich in Tune sind, also in Key sozusagen, ist es halt wichtig. Und das macht sich, wenn man dann halt im Nachhinein nochmal was verändern möchte, macht sich das natürlich einfach in der Software einfacher, als wenn man jetzt ein aufgenommenes Audio-File hat. Wenn man dann irgendwas mehr merkt, also zum Beispiel beim Modularsystem, wo man alles manuell tunen muss, also quasi in die richtige Stimmung bringen muss. Und wenn man dann hinterher nach der Aufnahme merkt, oh, hier stimmt irgendwas nicht ganz, dann muss man es halt einfach nochmal aufnehmen. Das ist halt der große Nachteil am Modular und ja, der Vorteil einfach in der Software. Dann kann man das relativ einfach korrigieren. Music for Traveling. Also das Reisen hat meine Musik schon auch sehr inspiriert und auch beeinflusst. Ich war 2012 in Australien gewesen und hatte, bevor ich dahin geflogen bin, Kontakt über Soundcloud mit dem Lance Harrison von Echo Inspectors in Melbourne. Hatte da einen Track von mir in einem Podcast gespielt und dann habe ich ihn angeschrieben und dann meinte er noch so zurück, ja, wenn du dann halt mal in Australien bist, dann sag Bescheid, gucken wir, dass wir irgendwie zusammen auflegen können. Und dann habe ich gesagt, ich komme jetzt im Herbst nach Australien und dann, dann haben wir da irgendwie zusammen in Melbourne was vorher ausgemacht, dass ich da irgendwie ihn in Melbourne besuche, ihn und seinen Musikkompagnon, den Marc Baumann. Und sie haben dann auch noch einen ziemlich guten Freund gehabt in Sydney, Dave Stewart, der auch dort Partys veranstaltet, auch einen Plattenladen hat in Sydney. Meinte so, ja, er hatte da auch gleich Interesse, wenn du willst, kannst du Freitag bei uns in Melbourne spielen, Samstag in Sydney. Und ja, dann war ich freitags in Melbourne und bin am Samstag nach Sydney geflogen und habe dann aufgelegt. Und das Schöne war dann, dass da also sich natürlich auch Freundschaften entwickeln. Ich bei denen er zu Hause mit übernachten konnte für ein paar Tage und wir immer noch regelmäßig Kontakt haben, wir auch im Anschluss Musik zusammen produziert haben, die auf dem Plattenlabel Primary Colors veröffentlicht wurden von Echo Inspectors. Dave Stewart und seine Freundin, also seine Frau, die René, die waren mich hier auch schon zweimal in Dresden besuchen. Wir haben zusammen aufgelegt hier in Dresden im Sektor und dann auf dem Oxfam Festival. Und das ist natürlich so eine Verbindung, irgendwie, die hält noch bis heute und dann tauscht sich dann mal aus. Und das sind großartige Sachen entstanden. Und aber natürlich eines der schönsten Erlebnisse von meinen Gigs war definitiv im Jahr 2013, als ich auf der Fusion, auf der Tanzwiese spielen durfte, live. Donnerstagabend, 23 Uhr, also zur Primetime quasi. Es war also schon ordentlich voll, die Fusion am Donnerstagabend. Die Tanzwiese ist ja auch noch eine relativ große Stage damit. Und es war schon sehr beeindruckend. Also man steht dann auf der Bühne und dann ist man irgendwann dran und dann fängt man dann an zu spielen. Und bei mir ist immer so, dass ich dann eigentlich komplett fast abschalte. Das ist wie so ein Vorhang, der da runtergeht und ich da in meine Welt eintauche, währenddem ich da live spiele. Und dann mal nur ab und zu mal kurz aufschaut, wenn man irgendjemanden schreien gehört hat oder jubeln, freuen. Und dann ist man irgendwann, hat zu Ende gespielt. Es gibt irgendwie kurz Beifall, bevor der nächste DJ anfängt. Und dann geht der Vorhang wieder so hoch und man guckt dann quasi von der Bühne runter und sieht dann irgendwie 5000 Menschen da, die da zur Musik getanzt haben und sich gefreut haben. Das ist schon ein ziemlich einmaliges Erlebnis für mich. Wie sieht meine Arbeit für L3 Records hier aus im Studio?
Also ich habe mir durch die Möglichkeit eben durch die gute Akustik mir die Demos auch anzuhören, in einer guten Lautstärke, das auch zu analysieren und merke natürlich dann relativ fix auch an der Musik, die mir die anderen Künstler schicken, ob sie mich auf jeden Fall erstmal irgendwie catcht, also ob sie mich anspricht so vom Sounddesign, vom Klang her. Ich bin schon auch sehr immer noch von der Soundästhetik der 90er Jahre fasziniert, dass es gerne irgendwie ein bisschen dreckig klingen kann, ein bisschen saturiert, also mit Distortion so leicht und so weiter. Und habe schon auch gute Möglichkeiten, mir das eben hier anzuhören und zu vergleichen mit anderen Sachen. Und wenn mir die Musik gefällt und ich halt schon was sehe, was ich mir vorstellen kann, auch von der Veröffentlichung auf YouTube, und es ist jetzt vielleicht eher aus technischer Sicht noch nie ganz so optimal. Zum Beispiel kann es einfach sein, dass es halt 2 dB zu leise ist oder 3 dB. Da habe ich auch die Möglichkeit, eben mit den Künstlern zu sprechen, zu sagen, hier klingt erstmal ganz cool, sprich mich an, kann ich mir vorstellen, das zu veröffentlichen. Aber wir müssen einfach mal gucken, kannst du das Hi vielleicht noch mal weitermachen oder vielleicht einfach die Bass dann noch ein Stück leiser machen. Was kommt als nächstes bei HV Records? Also wir haben jetzt aktuell gerade 2 Platten im Presswerk. Das eine ist von Alessandro Crimi aus der Schweiz, eine EP, zusammen mit dem Remix von Petersen aus San Francisco und dem Remix von mir. Der ist jetzt so im Oktober, um die Zeit vom Dave Festival müsste ja jetzt gerade erscheinen. Je nachdem, wie lange das wirklich dauert vom Presswerk her. Das ist gerade alles ein bisschen schwierig mit den Presswerken, also die Wartezeiten sind extrem lang geworden. Die Kosten sind doch sehr gestiegen, auch für das Vinylpressen. Und da muss man auch im Moment einfach viel Geduld haben, bis das finale Produkt dann auch man in den Händen halten kann. Dann kommt als nächstes, was jetzt auch schon im Presswerk ist, von dem Cosman, nennt sich Lockdown Loops und ist wirklich dann so eher Ambient Techno, also wirklich sehr smooth, was zum Anhören, zum Teil sehr, sehr episch, hat mich sehr, sehr angesprochen, musikalisch, weil es eben auch da so eine gewisse Soundästhetik widerspiegelt mit diesem leicht saturierten Sound, wie es halt Dub Techno in den 90ern war. Genau, und das wird dann wahrscheinlich eben aufgrund der Wartezeiten beim Presswerk erst Dezember oder Januar erscheinen. Vielen Dank fürs Reintun und viel Spaß beim Dave Festival 2021. Tschüss!